Hey yo, willkommen zu Inside Star Citizen Q3 Follow-up. Heißt es, ich bin sehr gespannt, worum es geht. Wir gucken direkt mal rein. It's a time of change here at Star Citizen. The Frankfurt office has moved into their new digs. The Winslow office prepares to migrate to Manchester starting next week. Our CitizenCon presentations are looming just 9 days away. And much of the focus of our development teams at present is in preparing for the upcoming Alpha 3 Ihr freut euch auch so sehr auf CitizenCon wie ich, oder? 18, with persistent entity streaming that serves Auch wenn sie nicht so cool wird dieses Jahr, weil nicht so groß und so weiter. Wohl auch gar kein Chris Roberts und so. Aber trotzdem, gute Infos bestimmt. as the foundation not only of server meshing in Alpha 4.0, but everything else in the persistent universe as well. And since Alpha 3.18 is now scheduled to arrive in the first half of November, and ISC enters its regularly scheduled hiatus the next few weeks, we thought we'd take the opportunity to try something new with our last episode of the quarter. A follow-up to each of the 3.18 related feature segments that we've done this quarter, looking at how they've continued to grow since we last showed them to you, answering your questions that you had after watching, and rolling them all into one big supersized report that we're calling the ISC Follow-up. Das klingt ja erstmal ganz gut, muss ich sagen. Das klingt ja erstmal sehr vielversprechend. Because we're really, really good at naming things. Enjoy. Warum startet doch mit was anderem? Da machen sich doch nur alle wieder lustig drüber, wenn es hier nur um Flüsse geht. Since updating you on the rivers earlier this year, I've been focusing on the visual quality of the rivers themselves, so that when you explore them, they are looking better than ever. I think the biggest visual change I've introduced to the rivers is the new cliff spawn points. Oh, sehr cool. Previously, where we had steep edges along the river, we just had the terrain texture that we get on steeper parts of the terrain. But I wanted to kind of increase the visual fidelity of this by spawning cliff meshes along the edge of it. Das ist eine coole Sache, die visuell auf jeden Fall was Schönes macht. Und jetzt verurteilt mir den Typen nicht. Der arbeitet ja, der wurde ja nicht eingestellt, um an Gameplay zu arbeiten. Ja, das können ja noch nur so und so viele Leute. Also in der Firma von 800 Menschen können natürlich das nur 3 Leute am Stück machen. Ja, wenn du da noch einen 4. draufsetzt, da kommen die ja nicht weiter voran. So, die müssen die ja jahrelang einarbeiten. Deswegen arbeiten ja seit Beginn nur 3 Leute an Gameplay fürs Persistent Universe und der komplette Rest nur an der Grafik. So ist das bei Cloud Imperium Games. Das ist ja wohl jedem klar. So that's exactly what we've done. For the cliff mesh spawn points, we add a new spawn point at the height of where the terrain would have been if the river wasn't there, so that we can control where the top of the cliff is relative to the edge of the terrain near it. And that's these red spawn points you can see here. Mhm. When I turn these back off, you can see we have cliff meshes Ja, that sieht look as if super they're aus. the So muss ein Fluss aussehen. Ja, es wirkt auf jeden Fall schon viel lebendiger. right height. You can walk onto them from this terrain here, while still providing a nice kind of closed-in gorge for this river. Das sieht so viel natürlicher aus direkt And dadurch. actually, we were so happy with the results of adding additional spawn points around these gorgy areas that we decided to add more spawn points along the edge of normal rivers as well, so that we can get rocks right along the edge of the water to break up the silhouette between the terrain and the water. You can see those points here, and when I turn back on the scattering, you can see what that looks like. So as you can see, that really helps to break up ja. the silhouette of the water, but also makes the whole area feel denser and more real. Ja, aber mega. Wirklich, das macht ja einen heilen Unterschied. Eieiei. Another visual improvement I've worked on for the river is using more splines with the river modifiers. Instead of just a single central spline along the path of the river, we now have a spline for where each of the edges can be. And this gives us much finer control over how the terrain should dip down into the river, which is what actually matters rather than the depth at the middle for most cases. But it also means that we eliminate some of the effects we were getting at sharp bends. What we used to get at the sharp bend of a river was a pinching effect in the middle here, where the terrain would jump from referencing a point somewhere here on the spline to referencing a point somewhere here on the spline. So you can see that they're basically equidistant from a point over here, so we'd either be referencing the terrain from one or the other without ever kind of passing through this middle bit. Now that we have a spline for each edge, we can pick which edge is closer and then more closely reference that when picking the final height for that part of the terrain.
And it just means that the edges of our rivers are much, much cleaner. We're getting much less in terms of artifacting that we were seeing before. And the overall result is just a lot better, in my opinion. Ja, also wenn man das jetzt so hier sieht, das sieht schon wieder, ist schon wieder ein neues Level von Flüssen. Man denkt ja immer so, wow, okay, cool, sieht gut aus, top, nächstes. Und dann treiben sie es nochmal ein bisschen weiter, wie es ja auch mit Wolken sein soll. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber wenn wir jetzt mal auf die Wolken achten, ist ja auf Microtech hat schon die neuen Wolken. Das ist jetzt, glaube ich, schon mit dem Update. Und zwar dieses Update hat, also, oder besser gesagt, die sind ja so ein bisschen grieselig. Selbst auf den höchsten Einstellungen sehen die Wolken immer ein bisschen grieselig aus. Oder sahen es, so soll es nicht mehr sein zukünftig. Und das sieht so aus, als ob das jetzt hier schon der Fall wäre, wenn man mal nur auf die Wolken auch guckt. I'm really, really excited to see. Nee, gibt noch keine Ausläufer. Das fehlt halt noch, da freue ich mich auch drauf. Das ist eine schöne, nette Kleinigkeit, dass ich so einen Fluss auch mal spalten kann. Weil, und jetzt kommt's, das hat tatsächlich auch einen Gameplay-Grund, dass ich mich drauf freue. Es macht Flüsse als Rennstrecken für Hoverbikes viel interessanter, wenn da auch Abzweigungen sind. See all of the new rivers come into 3.18 very, very soon. Put a lot of work into improving the visual quality of the rivers, as well as improving the tooling for our artists to be able to place more and more interesting rivers. Our tech artists have been hard at work for the object presets for the rivers to make sure that we're getting really, really cool distributions of objects around them. And I just think what we're going to see in 3.18 is going to be a cut above what we've had so far, and I'm really looking forward to it. Thanks all. Ja, wow. Guckt mal, das sieht doch... Oh, wunderschön sieht das aus. Straßen wären noch gut. Straßen. Ich weiß, braucht man nicht. Aber wäre schön. Wäre schön, Straßen zu haben. So über den ganzen Planeten verteilt, die einfach ins Nichts führen. Aber wir haben Straßen. Ja, auf denen wir einfach mal einen Roadtrip machen können. Denn wenn wir eins machen wollen in einem Space-Game, dann ist es kein Space-Trip, sondern ein Roadtrip auf fremden Planeten. Oder besser gesagt, erstmal einen Space-Trip zu einem Roadtrip. Also das Auto einfach mitnehmen. Zu einem anderen Planeten und dann da einen Roadtrip machen. Klingt doch toll, oder? Since the last time we spoke about the PTV Der hier ist jetzt auch committed. Also der ist für 3.18 ready. racetrack, it's been mostly just bug fixing. For the most part, it's been like the usual occasional collision issue we had to fix up. Also, there was like instances where RQA testers just took the card and went off the track and like drove into the elevators and got into other parts of the level. Ja, aber lass das doch. So I kind of had to go around and fence off all the areas where people could leave the track. Also, just in some cases, on like inside the track, there was little shortcuts that could be taken. So also these ones had to unfortunately block them off, so nobody can gain an unfair advantage. Wenn es alle machen können, ist es nicht unfair. One of the things we didn't discuss last time is where the buggies actually come from. So they're not something the players bring themselves into the space. There is this little side section of the track where they spawn, and you take them and then just kind of bring them over to the starting line and start from there. Ich habe da schon echt Bock drauf. Ich finde das ein komplett sinnloses Feature für Star Citizen. Aber ich freue mich mega darauf. Also ich habe da voll Bock drauf, da rumzucruisen, mal ein Community-Rennen zu machen und so weiter. Ich finde das schon eine nette Kleinigkeit. And when they're destroyed, then they basically respawn in that section again. So there's always 8 buggies for the players. I can't wait to see what players will do with it once they get it in their hands. Problematisch ist natürlich, ne, wenn dann 2 Spielergruppen, die vielleicht aus mehr als 4 Leuten bestehen, dann da mal hingehen, dann wird sich um die Buggies gestritten oder was. Ja, wär cool, wenn sie da einen Spielmodus draus gemacht hätten. Dass man in die Etage kommt oder so. Ja, da kann man dann spielen mit seinen Freunden, die mietet man sich quasi und dann ist man da für sich. Oder vielleicht gibt es eine öffentliche und so. Ist halt schade, so Rennen zu veranstalten. Damit wird halt schwierig, wenn die ganze Zeit einfach Leute da hinkommen können. Dann, keine Ahnung, crasht halt, machst du zum 3. Rennen und auf einmal crasht eine vierte Person, ein random Spieler, der jetzt auch nicht unbedingt, der halt nur mal sich das angucken will oder so, rein in einen. Und das nimmt dann den Spaß raus. Aber man will es natürlich den anderen Spielern auch nicht verbieten. So, man kann es denen ja auch nicht verbieten. Das ist ja ein freies Spiel, so kann ja jeder machen, was er will.
Zumindest, wenn wir es so hier machen. Aber was soll's. Erstmal gucken, wie es wird. Spoke, Korea has changed a lot in its environment. We've been sort of building up and sort of breathing new life into it, making it on par with some of our other locations in terms of branding and sort of how we want the player to move through the space. Wow, da ist ja richtig viel verändert. With this, CS1 and 2, Crime Stat 1 and 2 are no longer going to be things that get you shocked or get you, you know. Das liegt zwar nicht unbedingt an Korea, aber das ist ein Teil von diesem Update, von diesem ganzen Sicherheitsupdate. Endlich 1 und 2, Crime Stat 1 und 2 sind nicht mehr direkt ein Todesurteil. So. Sondern man kann halt was dagegen machen. Dementsprechend ist es auch nicht so schlimm, dass sie jetzt hier Korea schwieriger machen, da überhaupt irgendwie entweder einen Profit rauszuschlagen, indem man da diese Items sich nimmt, oder halt seinen Crime-Stat wegzuhacken. Weil man muss es nicht mehr machen bei 1 und 2. Und man kommt halt so schnell auf Crime-Stat 1 oder 2, aber in Zukunft kann man den auch mal wieder umkehren, ja, und man ist nicht direkt gebrandmarkt als ein Verbrecher. Das ist sehr, sehr gute Änderung, sehr, sehr gute Änderung. Und die neue Version von Korea, die bietet, glaube ich, einfach eine coolere Art und mehr Gameplay. Endlich nicht mehr niedergeschossen werden wegen Falschparken. Exakt. Stop you from landing at a location. These fines will essentially just be like mini slaps on the wrists. Law enforcement will comment on them when they stop you and tell you to go pay your fines off, but they're not going to be as big of a meaning as they once was. Alongside this, we've also added other ways for the players to get rid of their sort of criminality. The fine kiosks that you can find all around now have a button that allows you to surrender to law enforcement. This gives you the 20% discount of your time served when you go into prison. Das ist auch cool. Kleine Änderung, macht viel aus. And as always, this is going to go live and we're going to continue iterating on it, reading feedback and making improvements. Ja, ist echt so, ist echt so. Man parkt falsch und Judge Dredd ist einem auf den Fersen schon. Und zwar gleich 5 davon. So when the first video released and we was talking about Klesha, I was watching HC Vertigo. And he pretty much nailed the mission and who was given it. So I'm not going to spoil it. I don't want to let you know. But yeah, if you want to find out who it is, go check out HC Virgo. Since the last time we talked about Klesha and the new updates to that, things are going along nicely. We have AI walking about. They have loot on them. They're making the environment feel more alive. The black spot is in. The mission is working. In the mission, we've added. Blackspot übrigens, was er damit meint, irgendwo in Clasher, in den Höhlensystemen oder so, ist ein Punkt, wo man mit der Außenwelt kommunizieren kann. Und dann auch Missionen von außen annehmen kann. Routes coming out of the wall, so that even though people might know how to beeline it out of there, now they have to figure out how to get to this place they've never been to before and break the route they're normally used to, and then have to rejoin, which is the difficult part because we always make the rejoining bit harder and they can fall all the way down or, you know, whatever. So that's it for the updates to Clasher. Check it out when you get a chance. Ja, ich bin gespannt auf diese Mission. Ich würde die gerne machen, aber andererseits ist das Plattforming und so weiter und das Bewegen durch die Höhlensysteme, sowohl die für Gefangene so regulär zugänglich sind, als auch dieses Parcours-Ding, was man dann über diesen Lüftungsschacht erreicht. Das ist beides nicht so wirklich die spaßigste Aktivität. Ich würde gerne die Mission machen. Werde vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich lange im Knast sitze und streame oder so. Weiß ich nicht. Aber eigentlich, dafür ist er halt da. Dafür ist der Knast halt da. Dass man da keinen Bock drauf hat, reinzugehen. Zumindest ist das so der Ansatz hier in Star Citizen. Ist ja lustig, ne? Weil gibt ja, also bei uns ist ja Resozialisierung eher im Vordergrund und so weiter. Und hier ist halt eher dieser Ansatz, Androhung von richtig harter Strafe. Ja? Du kommst in eine Untergrundmine, wenn du Verbrechen machst. How have the caves changed since we last spoke about them? Just some bug fixes and some polish work. So, yeah, they're done. Okay.
So it's been a couple of weeks since the last time we talked about the Daymar crash site, and since then we've mostly been polishing and debugging. We had a go no-go during which everything went smoothly. We actually noticed during playtests that the missions were too easy, so we just did some tweaking. We added some AI. On the level art side, they were working on some LODs, so how far the objects are going to display. We did a better navigation pass for AI and for the player. And I think we tweaked a little bit the cave, but there's just a crash chip in there, nothing else. Okay. We've also been working in integrating all the missions, so there's going to be 3 missions on the Daymar crash site. There's going to be a kill specific, a kill all, and a delivery missions where you need to go in and gather some loot. Mozart, das sieht bestimmt nur so aus, weil das sein Büro ist oder so. Ja, der will da vielleicht keine Ablenkung bei der Arbeit. Das ist doch okay. Aber ja, ich fände es auch nicht gemütlich, da drin zu arbeiten, muss ich sagen. Ich mach's mir gerne ein bisschen gemütlicher. Vielleicht ist er auch in einem Hotelzimmer. Das kann natürlich auch sein, dass er gerade erst in die UK gezogen ist und ist dann noch irgendwo anders untergekommen. Also man weiß ja nicht. Ja, sind ja dort Leute, viele hingezogen von CRG. Auch aus unserer Community. Grüße gehen raus. Ich will ein Update, wie das alles so lief. Crates and deliver them. We've also been working on changing up the AI that's there, because currently it's the Ninetales and we wanted to add a little bit more diversity in there. So we're working on adding in the sand nomads, which are probably not going to be here for this release, but possibly the next one. Na, okay. Siege Islands. Ja, da bin ich gespannt, ob die damit noch irgendwas machen jetzt zwischen den Events. Weil das sind so geile Locations. Talked about the Siege of Reysn mission last week. We forgot to mention there's also some missions just coming to the islands that the Siege of Reysn takes place on. Okay, so ja, these bitte. Missions are going to take place on the islands when Siege isn't active. Geil. The missions we have you doing will take you from building to building, eliminating a number of enemies, or maybe taking out a high-value target. These missions are currently just like a prototype. They're very basic. They're just kind of exploring what direction we want to go at for these and other islands. So these will be another small addition when 3.18 goes live. Sehr coole Sache. Bitte sagt mir, dass ihr die No-Fly-Zones in der Zeit rausgenommen habt, weil dieses Hacking-Device dürfte ja dann nicht dort sein. Also diese, was quasi die Türme und so weiter gegen den Spieler richtet. Ja, deswegen müsste man ja vielleicht hinfliegen können und muss dann nicht diesen elendig langen Anflug mit dem Shuttle quasi dann hinnehmen. Man muss natürlich trotzdem hinfliegen, aber man kann vor allen Dingen zwischen Plattformen dynamisch hin und her wandeln und so weiter. Und da gibt es ja so viele Landingpads und alles überall. Das wäre halt cool auch einfach, wenn man hinfliegen kann. Aber cool, sehr cool, dass sie das nutzen wirklich, weil das sind geile Locations. So there were some questions after we released our last ISC where we talked about hull scraping. And there are some things that I can clarify from our position. So okay. What makes the Reclaimer more profitable or better in comparison to the Vulture? For T0 there is no real difference. So the only was? difference there is you have more space to store your scraped off hull material. Aber die Reclaimer kann ich irgendwie so ein bisschen schneller oder mehr einsammeln oder sowas. Oder hat einen größeren Einsammelradius oder irgendwas, was Sinn machen würde. But the proper differences only come with Salvage T1. So once we talk about munching and actually like converting proper ship debris into smaller bits, the size of the Reclaimer is definitely an advantage here. Aber da kann die doch trotzdem größere Scraping-Laser haben. Wäre für mich nur sinnhaft irgendwie. Weiß nicht, was denkt ihr? Ich denke irgendwie, das einfach quasi wie bei Mining. So, ich habe halt so auch gedacht, okay, gut, die machen halt nur einen Laser, dann wird es auch ähnlich wie bei Mining. Man hat halt eine Prospector Size 1 Laser und einen Mole Size 2 oder 3 Laser und dann hier halt auch Size 2 oder 3 auf Salvage Laser. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Dass man mehr Frachtraum hat, ist natürlich cool trotzdem. Weil hier hat man ja dann auch
2 Laser, die schienen sich auch unterschiedlich, also unabhängig voneinander zu bewegen, ja. Man hat 2 Operator-Seats drin und die beiden können dann jeweils, glaube ich, ja einen Laser verwenden. Und wenn man 2 Personen braucht, um dieselbe Menge zu sammeln wie eine Vulture alleine, finde ich das ziemlich dämlich. Weil, also die hat natürlich auch 2 Laser, aber wenn quasi, ne, warum dann nicht einfach nur ein Typ in der Reclaimer, der zwei Laser steuert oder so. Ich finde, das Balancing technisch ist halt dämlich, wenn du mit einem kleineren Schiff die Arbeit von 2 Personen auf einem größeren Schiff erledigen kannst. Plus eigentlich 3, weil du auch noch das Schiff fliegst währenddessen. Fände ich nicht so genial. Hoffen wir mal, dass hier nur die Rede von einem Laser ist oder so. Some comments were all asking about how can we use the scraper beam in an offensive manner. Technically you can, but man kann halt die Hülle wegnehmen und dann drauf schießen. You have to make sure that the target ship has its shield deactivated. So as long as another ship is shielded, you will not be able to touch the hull because there's like this energy field that is protecting the hull. So ja, das ergibt ja auch Sinn. Aber was auch für ein geiles Bild hier. Einfach die Caterpillar ganz langsam aus der Atmosphäre raus, denkt sich so, ach, lasst mich doch in Ruhe, Leute. Lasst mich doch in Ruhe, Leute. Und dann werden hier die Schilde mit Distortion Weapons runtergeballert und so ein kleiner Moskito hängt sich unten dran und saugt dir einfach die Hülle weg. Wir wollen dich nicht zerstören. Wir klauen dir nur deine Hülle, während du die Atmosphäre verlässt. Pech gehabt. Field that is protecting the hull. So there were also some questions on the repair side, and sadly, this repair iteration isn't the full fleshed out repair that you might need if your ship is fully destroyed. So if you lost a wing, the wing is lost. Ja, ja klar. Damit hätte ich aber auch nicht erwartet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das hätte ich nicht erwartet und damit hätte ich nicht gerechnet, zusammen in einem Wort. Your engine, the engine is lost. So your magically repair gun that right now is taking the hull material to create new hull material. So this gun isn't able to 3D print you an engine, a fully functional engine with all its parts. So das ist ja auch okay. Das ist ja dann der Vorteil, den eine Crucible hat. Oder den ein Ersatzteillager auf einem Raumschiff hat oder so. Was weiß ich. Aber halt, dass das mit einer Pistole nicht geht, das ist irgendwie klar. Und das ist gut, dass sie es auch so machen. Das is just cover-ups of like your hull. So it increases your health of the ship again, but only to a degree where it is reasonable in comparison to what the hull actually stands for. Okay, also, wir merken, die Hülle zu reparieren, stellt nur einen Teil der tatsächlichen Hüllenpunkte dann auch wieder her, die man repariert. Was ich okay finde. Ich finde es aber schön, wenn es noch im Laufe der Zeit dann eine andere Möglichkeit gibt, dass man auch on the fly vielleicht die Hülle genauso stark machen kann, vielleicht doppelt so dick das Material auftragen kann oder so, aber das Schiff wird dann schwerer und so. Je mehr es solche Optionen gibt, desto besser. Weil dann kann ich mich entscheiden, was möchte ich. Und dann kann ich mich vielleicht auch einfach entscheiden, vor diesem kleinen Race, vor dem kleinen Rennen, das ich demnächst fliege, mache ich mir einfach meine komplette Hülle weg. Oder setze die durch eine leichtere Hülle oder keine Ahnung was. Ich finde den Gedanken lustig. Ja, das wird dann vermutlich auch die Flugeigenschaften, die Aerodynamik oder so beeinflussen. Aber in Space? So the material that you gather with the vehicle can be converted into the material that you use for your multi-tool to repair ships. There's one more thing. So ja, coole Sache auf jeden Fall. Abend Sinister, was da los? Hier ist auf jeden Fall Inside Star Citizen am Start. For that, you were already asking for what about players that are not interested in any combat scenario or in waiting others to shoot themselves to shreds and then picking up the debris pieces for profit from the hull scraping. Well, we have a solution for you. And well, the miners of you might already know it. So we will expand our harvestable system to also facilitate to spawn fresh derelicts. And what are fresh derelicts? Basically, they are just the husks of existing ships that have a probability to spawn in asteroid fields or basically around all the Lagrange points. And you will be able to find them using scanning. Sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, wie das geht. Them
like you would do with a mineable, and then scrape off their hull. And that is Das ist eine super Sache. Das ist eine super coming Sache. in Alpha 3.18. So, what did we learn this week? Well, we learned that when you show a feature the very first week of the season, there's lots of room for additional improvements like we saw with RiverTech. That QA can be just as squirrely as players when testing the arena racetrack. That Correa is looking pretty fresh with its Crusader makeover, and that changes to the law system will make Crime Stat 1 and 2 less troublesome to deal with in the future. In theory. And that while hull stripping won't be the offensive weapon some folks were theorizing, using the harvestable system to generate non-combat wrecks. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, muss ich mal sagen. Kriegt auf jeden Fall ein Like jetzt mal von mir. Ja, Sinister, nur 2 Zuschauer. Kann eventuell daran liegen, dass Star Citizen nicht mich reinlassen wollte ins Spiel. Dann haben wir wild Spiele gewechselt. Und mir fällt auch gerade auf, ich habe jetzt aktuell immer noch Kingdom Come als Kategorie auf Twitch. Also kann sein, dass deswegen die Leute, die Kingdom Come wollen, nicht auf meinen Stream klicken, weil halt Inside Star Citizen läuft. Und die Star Citizen Leute klicken nicht drauf, weil halt Kingdom Come drinsteht oder so. Keine Ahnung. Aber es ist ja halb so wild. Hauptsache, wir gucken uns hier was Nettes an. Darum geht's mir. Genau, also ist natürlich wieder unten verlinkt. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut gerne auf meinem zweiten Kanal, Felix der Vogel, vorbei für Vlogs und Devlogs und so ein Kram. Oder schaut euch ein anderes Video an. Vielen Dank, bis bald.